Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und dieses Mal machen wir einen holländischen Butterkuchen. Und zwar einen Butterkuchen, der zu Recht diesen Namen trägt, nämlich mit richtig viel Butter. Und was Besonderes obendrauf, nämlich eine richtig knusprige Mandelkruste. Und wenn wir schon dabei sind, geben wir richtig viel Butter in eine Schüssel und schlagen diese Butter cremig auf. Zuvor haben wir schon mal Zucker mit Vanillezucker vermischt und Mehl mit ein bisschen Backpulver. Ist natürlich klar, dass wir warme bzw. weiche Butter nehmen zum Aufschlagen. Weiter geben wir anschließend die Zuckermischung zur cremigen Butter hinzu und schlagen weiter kräftig durch das Ganze. Zum Verfeinern geben wir noch ein bisschen Zitronenschalenabrieb mit hinzu in die Schüssel und danach gleich noch ein Ei. Als letztes geben wir danach die Mehlmischung auch noch hinzu und kneten das Ganze richtig gut durch. So, der Teig ist schön durchgerührt, elastisch, klebrig, bereit, um in die Springform zu kommen, und dann fetten wir diese Springform aber vorher erstmal ein. Wenn der Teig nun drin ist, nehme ich den Kuchenschieber und streiche den Teig schön glatt. Das wäre jetzt auch die Zeit, den Ofen vorzuheizen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und gleich danach gehen wir an den Herd und schmelzen Butter in einen Topf. Sie sollte jetzt aber nicht extrem heiß sein, sondern einfach nur geschmolzen. Wir geben nämlich später die Mandelblättchen hinein und rühren das Ganze durch. Gleich danach noch ein bisschen Puderzucker drauf und nochmal gut durchgerührt. Und dann nehmen wir das Ganze und verteilen es auf dem Teig. Natürlich schauen wir, dass die Mandelblättchen schön gleichmäßig verteilt sind. Und dann ab damit in den Ofen für 35 Minuten. Das Schöne ist, wenn der Kuchen wieder aus dem Ofen rauskommt, dann duftet das so richtig schön nach diesem Butterkuchen. Und was auch noch schön ist, dass diese Mandelkruste nachher auch wirklich eine knusprige Kruste ist. Wunderbar ist auch bei diesem holländischen Butterkuchen, da ist auch richtig viel Butter drin und nicht ersetzt durch 200 Milliliter Milch oder so, sondern es ist wirklich ein Butterkuchen. Und diese knusprige Kruste, die passt so super dazu. Man kann den Kuchen ohne Probleme einfach so essen. Okay, ich hoffe, ihr habt Appetit bekommen auf diesen Kuchen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von der Biskuitstunde wieder dabei sein würdet, denn wir sind am Ende angekommen mit dieser Folge und ich hoffe, ich sehe euch dann bei der nächsten Folge. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.